Wie funktionieren Kredite? Was sind gute und was sind schlechte Schulden? In diesem Video zeigen wir dir, was Kredite sind, welche Kreditarten es gibt und welche Kreditkosten anfallen. Außerdem sagen wir dir, worauf du bei der Kreditaufnahme achten und was du unbedingt vermeiden solltest. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Laut Statista betrug die Summe der an Privatpersonen vergebenen Kredite in Deutschland zum Ende des Jahres 2020 rund 1.353 Milliarden Euro. Kredite sind also durchaus beliebt, aber ein verantwortungsvoller Umgang mit ihnen ist extrem wichtig. Was ist ein Kredit? In der Definition beschreibt der Kredit die zeitlich begrenzte Überlassung von Kaufkraft, in der Regel in Geldform, gegen Zahlung eines Zinses als Entschädigung für den Nutzungsverzicht. Das Wort Kredit leitet sich vom lateinischen Wort credere, zu Deutsch Vertrauen oder auch Glauben ab. Daher werden Kreditgeber häufig auch Gläubiger genannt. Kreditnehmer sind analog dazu Schuldner. Eine weitere Bezeichnung für einen Kredit ist auch Darlehen. Zustande kommt der Kredit in der Regel durch einen entsprechenden Kreditvertrag, in dem die Konditionen wie der Kreditbetrag, die Laufzeit, der Zins und ein Tilgungsplan festgelegt werden. Welche Voraussetzungen muss man für die Aufnahme eines Kredites erfüllen? Um in Deutschland einen Kredit aufzunehmen, müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Volljährigkeit. Das Mindestalter für die Kreditaufnahme ist 18 Jahre. Ab diesem Alter ist man voll geschäftsfähig und kann rechtsverbindliche Verträge eingehen. Wohnsitz in Deutschland. Das gilt zwar nicht für alle Banken bzw. Kreditarten, aber in den meisten Fällen wird ein Hauptwohnsitz in Deutschland vorausgesetzt. Oft gilt das nicht nur für den Wohnsitz, sondern auch für die Kontoverbindung. Unbefristetes Arbeitsverhältnis. Wenn du angestellt bist, dann ist es für die meisten Banken und Kreditanbieter wichtig, dass du dich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befindest. Wenn du in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehst, sollte die Kreditlaufzeit diese Befristung nicht überschreiten. Einkommensnachweise. Für einen klassischen Ratenkredit werden zudem Einkommensnachweise gefordert. Einige Banken möchten zudem einen Blick auf deine Kontoauszüge werfen. Ausnahmen gibt es beispielsweise bei Policendarlehen. Da hier eine Lebensversicherung als Sicherheit dient, werden dort keine Einkommensnachweise verlangt. Mehr zum Policendarlehen erfährst du unter dem Link in der Beschreibung. Die Einkommensnachweise, die man beim normalen Privatkredit abgeben muss, sind in der Regel bei Angestellten die letzten 2 bis 3 Gehaltsabrechnungen, bei Rentnern die letzten Rentenbescheide und bei Selbstständigen und Freiberuflern die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der letzten 2 bis 3 Jahre. Keine negativen Schufa-Einträge. Du solltest keine negativen Schufa-Einträge haben, da Banken in der Regel auch eine Schufa-Abfrage vornehmen, um deine Kreditwürdigkeit einzuschätzen. Bonität, Kreditzusage und Konditionen. Deine Bonität oder auch Kreditwürdigkeit entscheidet zum einen darüber, ob du einen Kredit erhältst und in den meisten Fällen auch zu welchen Konditionen. Sie gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den Kredit vertragsgemäß zurückzahlen kannst. Bei der Bestimmung deiner Bonität werden sowohl wirtschaftliche Faktoren als auch persönliche Faktoren berücksichtigt. Wirtschaftliche Faktoren sind dein Einkommen, dein Vermögen und deine regelmäßigen Ausgaben. Persönliche Faktoren sind dein Familienstand, deine Ausbildung und deine Jobsicherheit. Je schlechter die Bonität, desto höher sind in der Regel die Zinsen. Ist sie zu schlecht, werden Kreditanträge abgelehnt. Zur Bestimmung der Bonität eines Kreditantragstellers fordern Banken üblicherweise Informationen und den Bonitätsscore von Auskunftteilen. Die größte und bekannteste in Deutschland ist die Schufa oder auch Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Die verfügt über Daten zu 66 Millionen Bürgern in Deutschland. Anders als von vielen vermutet, handelt es sich dabei nicht um eine staatliche Institution, sondern um ein unabhängiges Unternehmen. Einmal im Jahr kannst du deine gespeicherten Daten kostenlos anfordern und fehlerhafte Einträge gegebenenfalls korrigieren lassen. Rückzahlungsarten bei Krediten. Bei den Arten der Rückzahlungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das entfällige Darlehen. Beim entfälligen Darlehen werden während der gesamten Laufzeit nur Zinsen gezahlt. Die Tilgung der Kreditsumme erfolgt mit der Zahlung der Schlussrate. Das Tilgungsdarlehen. Beim sogenannten Tilgungsdarlehen bleibt der Anteil der Tilgung in den Raten über die gesamte Laufzeit gleich. Allerdings verringert sich der Zinsanteil mit jeder Rate, da sich die Zinsen an der Restschuld bemessen. So werden die Raten im Laufe der Kreditlaufzeit immer geringer. Das Annuitätendarlehen. Beim Annuitätendarlehen bleibt die monatliche Rate über die gesamte Laufzeit gleich. Es ändert sich aber das Verhältnis von Tilgung und Zinsen. Auch hier bemisst sich der Zins an der Restschuld, sodass der Zinsanteil mit jeder Rate fällt und der Tilgungsanteil größer wird.
Das Annuitätendarlehen ist die häufigste Rückzahlungsart im Bereich der privaten Ratenkredite. Es gibt auch Mischformen, bei denen zum Beispiel über die Laufzeit eine verhältnismäßig geringe Rate aus Tilgung und Zins, wie beim Annuitätendarlehen, gezahlt wird, am Ende aber eine größere Schlussrate wie beim endfälligen Darlehen fällig ist. Das ist besonders bei den Autokrediten sehr beliebt. Kreditarten. Grundsätzlich gibt es 3 Arten von Krediten. Erstens, Dispositionskredit. Der Dispositionskredit wird für Überziehung des Girokontos gewährt. Er wird nicht in Raten zurückgezahlt, sondern einfach durch Geldeingänge auf dem Konto wieder ausgeglichen. Du erhältst also einen Kreditrahmen, den du beliebig oft ausschöpfen und zurückzahlen kannst. Ähnlich funktioniert auch der Rahmenkredit, der unabhängig von deinem Girokonto abgeschlossen wird. In der Regel ist der Kreditrahmen bei Rahmenkrediten höher und die Zinsen geringer als die bei den Dispo-Krediten der meisten Banken. In der Beschreibung verlinken wir dir einmal eine Anbieterübersicht für günstige Rahmenkredite. Grundsätzlich sind Dispo-Kredite und Rahmenkredite sehr flexibel, aber auch relativ teuer. Du solltest sie also eher vermeiden und wirklich nur im Notfall nutzen. Zweitens, Konsumentenkredit. Der klassische Ratenkredit, der typischerweise ein Annuitätendarlehen mit gleich hohen Raten ist. Es gibt sie zur freien Verwendung, aber auch mit Verwendungszweckbindungen, wie zum Beispiel dem Kauf eines Autos oder der Renovierung von Wohnungen oder Häusern. Insbesondere beim Autokredit orientiert sich die Laufzeit des Kredites an der Nutzungsdauer des Fahrzeugs. Die Zinshöhe variiert und ist in der Regel abhängig von der Kreditlaufzeit, der Bonität, der Nettokreditsumme und manchmal auch vom Verwendungszweck. Generell ist sie aber geringer als die vom Dispo-Kredit. Auch Konsumentenkredite solltest du wenn möglich vermeiden. Warum? Dazu kommen wir gleich noch. Drittens, Immobilienkredit. Wie der Name schon vermuten lässt, wird der Immobilienkredit für den Kauf oder den Bau von Immobilien verwendet. Dabei wird die Immobilie als Sicherheit durch einen Grundbucheintrag hinterlegt. Immobilienfinanzierungen werden in der Regel mit größeren Summen, längeren Laufzeiten und geringeren Zinsen abgeschlossen als normale Ratenkredite. Die Zinshöhe hängt von der Bonität, der Laufzeit und der Immobilie ab. Gute Schulden, schlechte Schulden. Für viele Menschen sind Schulden etwas Negatives. Sie glauben, dass es besser ist, Geld anzusparen, als sich Geld zu leihen. Beides kann aber gleichzeitig passieren und dir wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Es gibt nämlich 2 Arten von Schulden. Wann Schulden gut und wann Schulden schlecht sind, das erklären wir dir jetzt. Was sind gute Schulden? Mit guten Schulden sind grundsätzlich Schulden gemeint, die für Investitionen genutzt werden, um einen finanziellen Mehrwert in Form von zusätzlichem Einkommen oder Vermögen zu generieren. In manchen Fällen auch beides. Daneben gibt es auch gute Schulden, die nicht unmittelbar einen finanziellen Vorteil bringen, sondern, wie bei Bildungskrediten, nur indirekt. Nämlich dann, wenn du durch die zusätzliche Bildung mehr Geld verdienen kannst. Ein Beispiel für gute Schulden, die einen finanziellen Mehrwert bieten, sind Kredite für Investitionen in Mietimmobilien. Mit ihnen kannst du aus den Mietzahlungen die monatliche Rate an die Bank, Steuern und Instandhaltungskosten bezahlen. Im besten Fall übersteigen die Mieteinnahmen diese Kosten, sodass du auch ein zusätzliches Einkommen daraus generierst. Dank der Mietzahlungen steigt im Laufe der Jahre dein Vermögensanteil an der Immobilie, bis sie irgendwann ganz abgezahlt und dein Eigentum ist. Gute Schulden sind Investitionsschulden und finanzieren Vermögenswerte. Was sind schlechte Schulden? Schlechte Schulden entstehen, wenn du Kredite für Konsumgüter wie Autos, Fernseher oder Smartphones aufnimmst. Hier wirken 2 Faktoren gegen dich. Erstens der Wertverlust des kreditfinanzierten Produktes und zweitens die Zinsen. Letztere sind bei Konsumkrediten zudem höher als bei einem Immobilienkredit. Schlechte Schulden sind Konsumschulden und finanzieren Verbindlichkeiten. Das noch einmal kurz zusammengefasst. Merkmale guter Schulden. Erstens, sie finanzieren Vermögenswerte und erhöhen Einkommen und Vermögen. Zweitens, sie werden von jemand anderem bezahlt, zum Beispiel durch Mieter bei Immobilien. Und drittens, sie haben durch den Vermögenswert einen niedrigeren Zinssatz. Merkmale schlechter Schulden. Erstens, sie finanzieren Verbindlichkeiten und verringern das Einkommen und Vermögen. Zweitens, sie werden von dir bezahlt. Und drittens, sie haben in der Regel einen höheren Zinssatz. Sollzins und Effektivzins. Wenn du Kreditangebote vergleichst, wirst du 2 verschiedene Kreditzinsen finden. Den Sollzins, früher Nominalzins genannt, und den effektiven Jahreszins. Der Sollzins gibt die Höhe der Verzinsung an. Der Effektivzins ist meist etwas höher, da hier weitere Faktoren berücksichtigt werden, sowie etwa zusätzliche Kosten oder die Zahlungsweise der Raten. Der Effektivzins ist in den meisten Fällen höher. Nur mit ihm kannst du verschiedene Kreditangebote vergleichen. Restschuldversicherung. Bei einer freiwilligen Restschuldversicherung fließen die Kosten nicht mit in den effektiven Jahreszins ein. Hier musst du bei einem Vergleich also besonders aufpassen. Verlangt die Bank hingegen eine Restschuldversicherung, wird sie im effektiven Jahreszins berücksichtigt.
Grundsätzlich raten wir vom Abschluss einer Restschuldversicherung ab. Warum? Das erfährst du in unserem Video mit 10 Kreditfehlern, die du vermeiden solltest. Wie stehst du zum Thema Schulden und Kredite? Nutzt du sie oder meidest du sie? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.